Lektion 1: Eine Reise durch die Kulturen. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie unterschiedliche Kulturen unser Leben bereichern? Ja, das tun sie. Es ist wie ein lebendiger Warnteppich. Jeder Faden erzählt eine einzigartige Geschichte. Genau. Stell dir vor, du fährst in diesen Wagen, umgeben von all diesen unterschiedlichen Gruppen. Das wäre ein großartiges Erlebnis. Die Geschichten, die sie zu erzählen hätten, wären faszinierend. Ich kann das Lachen und die Musik fast hören. Jede Kultur hat ihren eigenen Rhythmus. Und deren Essen. Ich würde so gerne eine Mischung verschiedener Küchen probieren. Oh, könnt ihr euch das vorstellen? Tacos, Kumbo und frittiertes Brot. Alles in einer Mahlzeit. Das klingt nach einem kulinarischen Abenteuer. Ich bräuchte einen größeren Teller. Und einen noch größeren Appetit. Stellt euch nur die Gespräche vor, die wir dann führen würden. Tja, jeder hätte uns etwas beizubringen. Ich wette, wir würden etwas über Traditionen erfahren, die Jahrhunderte zurückreichen. Und der Humor. Jede Kultur hat ihre eigene Art, Menschen zum Lachen zu bringen. Absolut. Ich kann mir vorstellen, Witze zu teilen, die kulturelle Grenzen überschreiten. Das wäre wunderbar. Humor verbindet die Menschen wirklich. Genau wie diese Planwagenfahrt. Sie symbolisiert Einheit in Vielfalt. Durchgesagt, es ist eine Reise, die sich lohnt, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne. Lasst uns diese Unterschiede annehmen und gemeinsam feiern. Tja, gemeinsam können wir eine wunderschöne Geschichte schreiben. Eines, an das man sich noch Generationen später erinnern würde. In der Tat, ein wahrer Beweis für die Macht der Verbindung. Und dabei fängt alles mit einer einfachen Fahrt in einem Wagen an. Lektion 2: Traditionen feiern. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie Traditionen unser Leben prägen? Das habe ich auf jeden Fall. Sie sind wie der Klebstoff, der Gemeinschaften zusammenhält. In der Tat, jede Tradition erzählt eine Geschichte. Faszinierend, nicht wahr? Absolut. Ich liebe die Unterschiede zwischen den einzelnen Orten. Absolut. Manche Traditionen beziehen sich auf Essen, andere konzentrieren sich auf Rituale. Apropos Essen, haben Sie in letzter Zeit neue Gerichte probiert? Ich habe vor kurzem ein traditionelles Gericht von einem Festival probiert. Es war fantastisch. Oh, was war es denn? Ich bin neugierig. Es handelte sich um eine besondere Brotsorte, die zur Erntezeit geschätzt wurde. Das klingt herrlich. Ich liebe traditionelle Gerichte. Oft bringen sie ihre eigenen Geschichten mit, was das Erlebnis bereichert. Ja, ein Gericht zu essen ist wie Geschichte zu schmecken. Genau. Und dann gibt es noch die Tänze, die viele Traditionen begleiten. Ich habe einige traditionelle Tänze gesehen. Sie sind so lebhaft und farbenfroh. Das stimmt wirklich. Jede Bewegung hat eine Bedeutung. Ich finde es unglaublich, wie sich Traditionen ständig weiterentwickeln und auch tief verwurzelt bleiben. Ja, sie passen sich an und bewahren dabei gleichzeitig die Tradition.
Und sie vermitteln ein Gefühl der Zugehörigkeit, nicht wahr? Absolut. Das Feiern von Traditionen verbindet die Menschen. Ich liebe die Idee, diese Momente mit Familie und Freunden zu teilen. Das macht das Erlebnis doch noch viel besonderer, nicht wahr? Hilf. Traditionen gehören zu den schönsten Dingen im Leben. Dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. Sie schenken Freude und Verbundenheit. Lasst uns versprechen, gemeinsam weitere Traditionen zu entdecken. Das klingt nach einem wunderbaren Plan. Ich freue mich schon darauf. Lektion 3: Zeitreiseabenteuer. Ich hatte kürzlich einen überaus erfreulichen Gedanken. Oh, erzähl schon. Ich bin gespannt. Ich stellte mir vor, ich säße in einer Zeitmaschine. Das klingt spannend. Wo habt ihr das Date festgelegt? Ich habe es auf prähistorische Zeiten eingestellt. Können Sie sich das vorstellen? Was für eine faszinierende Wahl. Ich kann mir die Anblicke nur vorstellen. Es war unglaublich. Ich schaltete die Zeitmaschine ein und spürte die Aufregung. Hast du Dinosaurier gesehen? Ja, ich habe einen riesigen T-Rex gesehen. Es war gleichermaßen furchterregend und aufregend. Ich wäre gleichermaßen erstaunt und entsetzt gewesen. Was hast du dann getan? Ich beschloss, mich hinter einem großen Felsen zu verstecken. Sicherheit geht vor, nicht wahr? Hilf. Ich hätte genauso gehandelt. Während ich zusah, bemerkte ich eine Gruppe kleinerer Dinosaurier beim Spielen. Wie ist es? Was haben sie denn gemacht? Sie jagten sich gegenseitig. Es war ein richtiges Spektakel. Wie verspielt. Hast du mitgemacht? Ich wünschte, ich könnte, aber ich wollte sie nicht verschrecken. Das leuchtet ein. Stell dir vor, du müsstest deine Anwesenheit erklären. Stimmt's? Hallo, ich komme aus der Zukunft. Wie bizarr wäre das denn? Sie würden dich wahrscheinlich verwirrt ansehen. Genau, ich wäre das seltsame Wesen in ihrer Welt. Es ist faszinierend, wie uns die Fantasie überall hin versetzen kann. Das stimmt wirklich. Ich liebe es, wie es uns ermöglicht, das Unmögliche zu erforschen. Zu welchen anderen Zeiten würden Sie gerne vorbeikommen? Ich würde so gerne das alte Ägypten sehen. Die Pyramiden sind so faszinierend. Das wäre fantastisch. Ich würde Kleopatra gerne kennenlernen. Stellt euch nur die Geschichten vor, die sie erzählen könnte. Und die Mode. Antike Stile sind so faszinierend. Es ist bemerkenswert, wie die Fantasie die Geschichte zum Leben erweckt. Taf, lasst uns weiter gemeinsam träumen und Neues entdecken. Ich freue mich auf viele weitere Abenteuer in unseren Köpfen. Lektion 4: Ethik in der Praxis. Ich habe über die Rolle der Berufsethik in unserer Arbeit nachgedacht. Das ist ein wichtiges Thema. Was denkst du darüber?
Es ist von entscheidender Bedeutung, neutral zu bleiben, insbesondere in Katastrophengebieten. Hilf. Neutralität hilft uns, uns auf die Bedürfnisse der Betroffenen zu konzentrieren. Ich erinnere mich an eine Zeit, in der die Emotionen während einer Krise hochkochten. Oh, das kann ich mir vorstellen. Was ist passiert? Die Meinungen über die Ressourcen gingen auseinander. Die Stimmung war ziemlich angespannt. Das klingt nach einer Herausforderung. Wie sind Sie damit umgegangen? Ich habe die Wichtigkeit von Fairness betont. Jeder verdient Hilfe. Kluge Vorgehensweise. Hat es zur Beruhigung der Situation beigetragen? Und so war es. Die Menschen begannen, das große Ganze zu erkennen. Das ist eine Erleichterung. Es ist wichtig, die Ruhe zu bewahren. Ja, wir müssen unbedingt vermeiden, in Konflikten Partei zu ergreifen. Ich stimme zu. Unsere Pflicht ist es, den Bedürftigen zu helfen, nicht zu urteilen. Genau. In solchen Momenten leiten uns die Berufsethik. Ich befand mich einmal in einer ähnlichen Situation. Das war eine ziemlich aufschlussreiche Erfahrung. Erzähl schon. Ich bin neugierig auf deine Erfahrungen. Während einer Überschwemmung stieß ich auf widersprüchliche Meinungen zur Verteilung von Hilfsgütern. Wie sind Sie damit umgegangen? Ich habe ein Treffen organisiert, um die Bedürfnisse offen zu besprechen. Großartig. Zusammenarbeit ist in solchen Situationen der Schlüssel. Es ermöglichte uns, Prioritäten effektiv und unvoreingenommen zu setzen. Das ist beeindruckend. Kommunikation ist wirklich unerlässlich. In der Tat, es kann Gräben überbrücken und das Verständnis fördern. Ich glaube, unser Bekenntnis zu ethischen Grundsätzen stärkt unsere Arbeit. Hilf. Das schafft Vertrauen in den Gemeinschaften, denen wir dienen. Vertrauen ist für eine effektive Katastrophenbewältigung unerlässlich. Dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. Lasst uns diese Werte weiterhin hochhalten. Gemeinsam können wir in jeder Katastrophe einen positiven Beitrag leisten. Lektion 5: Gehaltsstandards verstehen. Ich habe über die Gehaltsstandards in verschiedenen Branchen nachgedacht. Das ist ein sehr relevantes Thema. Warum finden Sie es so interessant? Zunächst ist es wichtig zu wissen, was man in Bezug auf die Vergütung erwarten kann. Hilf. Die Recherche von Gehaltsstandards kann bei Gehaltsverhandlungen hilfreich sein. Genau, das verschafft Ihnen Verhandlungsmacht bei der Gehaltsverhandlung. Haben Sie dazu recherchiert? Ja, habe ich. Ich habe einige überraschende Zahlen für meine Branche gefunden. Ah, wirklich. Was hast du denn herausgefunden? Manche Stellen sind deutlich besser bezahlt, als ich erwartet hatte. Das ist faszinierend. Es unterstreicht wirklich die Bedeutung der Forschung. In der Tat. Ich wünschte, ich hätte das früher in meiner Karriere gewusst. Das kann alles verändern. Hast du irgendwelche Ressourcen gefunden? Ja, ich habe Webseiten genutzt, die Gehaltsinformationen anbieten. Die sind ja sehr nützlich. Sie liefern detaillierte Einblicke.
Das tun sie. Ich habe mir auch Branchenberichte angesehen. Das klingt gründlich. Gab es irgendwelche nennenswerten Trends? Ja, in einigen Branchen ist ein rasantes Wachstum und höhere Gehälter zu verzeichnen. Das ist faszinierend. Vielleicht wäre ein Berufswechsel eine Überlegung wert. Das hat mich auf jeden Fall zum Nachdenken angeregt. Ich könnte neue Möglichkeiten entdecken. Denken Sie daran, vor Ihrer Entscheidung die Vor- und Nachteile abzuwägen. Absolut. Auch die Arbeitszufriedenheit sollte berücksichtigt werden. Ja, ein höheres Gehalt ist toll, aber Glück ist genauso wichtig. Dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. Ausgewogenheit ist der Schlüssel zur Karrierewahl. Haben Sie Ihre Ergebnisse schon mit jemandem geteilt? Ich habe sie einigen Freunden gezeigt. Sie waren sehr interessiert. Das ist wunderbar. Wissen ist am wertvollsten, wenn man es teilt. Genau. Es befähigt auch andere, fundierte Entscheidungen zu treffen. Lasst uns versprechen, weiterhin gemeinsam zu forschen. Das klingt nach einem tollen Plan. Wissen ist unser bestes Werkzeug. Lektion 6: In schwierigen Zeiten positiv bleiben. Es war in letzter Zeit eine Herausforderung, aber ich bleibe positiv. Das ist toll zu hören. Positive Einstellung kann einen entscheidenden Unterschied machen. Ich glaube schon. Es hilft mir, meine Stimmung zu heben. Haben Sie schon über neue Strategien nachgedacht, um diese positive Einstellung aufrechtzuerhalten? Ja, das habe ich. Ich habe angefangen, täglich Dankbarkeit zu üben. Das ist eine wunderbare Vorgehensweise. Wie gehen Sie dabei vor? Jeden Morgen schreibe ich 3 Dinge auf, für die ich dankbar bin. Das klingt einfach, aber wirkungsvoll. Was haben Sie in letzter Zeit geschrieben? Ich schrieb über meine unterstützenden Freunde, meine gute Gesundheit und den Sonnenschein. Das sind wunderbare Dinge, für die man dankbar sein kann. Sonnenschein hebt immer meine Stimmung. Ja, es ist erstaunlich, wie kleine Dinge einen den Tag verschönern können. Haben Sie auch schon Achtsamkeit oder Meditation ausprobiert? Ich habe darüber nachgedacht. Ich denke, es könnte helfen, Stress abzubauen. Das kann es durchaus. Schon wenige Minuten können hilfreich sein. Ich werde es mal ausprobieren müssen. Und du? Ich mache Spaziergänge in der Natur. Das erfrischt mich. Das klingt erfrischend. Die Natur hat eine beruhigende Wirkung auf den Geist. Beruf. Es erlaubt mir, nachzudenken und neue Kraft zu tanken. Haben Sie auf Ihren Spaziergängen etwas Interessantes entdeckt? Ich habe wunderschöne Blumen und sogar ein süßes Eichhörnchen gesehen. Das ist ja herrlich. Die Natur birgt immer wieder Überraschungen. Das stimmt absolut. Welche anderen Aktivitäten helfen Ihnen, positiv zu bleiben? Ich lese gerne aufbauende Bücher. Sie inspirieren mich. Das ist eine fantastische Idee. Was hast du in letzter Zeit gelesen? Ich habe gerade ein Buch über Resilienz beendet. Es war sehr aufschlussreich.
Das klingt nach einer wertvollen Lektüre. Resilienz ist unerlässlich. Das stimmt wirklich. Ich fühle mich jetzt viel besser gerüstet, um Herausforderungen zu meistern. Lasst uns weiterhin unsere Strategien austauschen. Das kann uns beiden helfen. Da stimme ich zu. Gemeinsam können wir jede Herausforderung mit positiver Einstellung meistern. Lektion 7: Einen Vorschlag erstellen. Ich glaube, dass wir in unserem Plan alle wesentlichen Punkte abgedeckt haben. Ich stimme zu. Es sieht sehr umfassend und gut strukturiert aus. Insgesamt halte ich es für einen soliden Vorschlag. Proof. Die Forschungsergebnisse stützen unsere Ideen vollumfänglich. Haben Sie sich schon überlegt, wie wir es dem Team präsentieren werden? Ja, ich denke, eine visuelle Präsentation würde Sie wirklich begeistern. Das ist eine großartige Idee. Visualisierungen können komplexe Daten verständlicher machen. Ja, ich kann einige Infografiken erstellen, um unsere wichtigsten Punkte zu veranschaulichen. Perfekt. Infografiken sind immer eine schöne Ergänzung. Ich werde auch einige humorvolle Elemente einbauen, um es lebendiger zu gestalten. Humor ist unerlässlich. Er kann Spannungen abbauen und den Heiratsantrag unvergesslicher machen. Da stimme ich zu. Ein bisschen Lachen kann bei Präsentationen Wunder wirken. Und die Einleitung? Sie gibt doch den Ton an, nicht wahr? Verf Ich dachte, wir könnten mit einer fesselnden Geschichte beginnen. Das klingt spannend. Eine Geschichte kann das Publikum sofort fesseln. Ja, ich werde etwas entwerfen, das zu unserem Thema passt. Fantastisch. Ich bin gespannt, wie es am Ende aussehen wird. Ich hoffe, lasst uns unbedingt auch unsere Präsentation üben. Guter Punkt. Übung hilft uns, selbstbewusst zu bleiben. Und es wird uns ermöglichen, unseren Zeitplan und unsere Abläufe zu verfeinern. Ich kann mir die positiven Reaktionen des Teams schon vorstellen. Verf Ich glaube, Sie werden unsere harte Arbeit zu schätzen wissen. Lasst uns die letzten Details klären und uns auf den großen Tag vorbereiten. Ruf. Gemeinsam werden wir diesen Vorschlag zum Strahlen bringen. Ich kann es kaum erwarten, es zu präsentieren. Es wird ein Erfolg werden. Lektion 8: Essen mit besonderen Ernährungsbedürfnissen. Ich habe eine Frage zu Ihrer Speisekarte. Ist Gluten hier ein Problem? Keineswegs. In unserem Restaurant sind auch glutenfreie Gerichte erhältlich. Das ist toll zu hören. Ich schätze die Wahlmöglichkeiten. Wir möchten sicherstellen, dass sich jeder willkommen und zufrieden fühlt. Ich habe gehört, dass glutenfreie Gerichte sehr kreativ sein können. Das können Sie auf jeden Fall. Unser Küchenchef experimentiert sehr gerne mit Aromen. Welche glutenfreien Gerichte stehen auf der Speisekarte und sind daher besonders beliebt? Unser Quinoa-Salat und unsere Zucchini-Nudeln sind bei unseren Gästen besonders beliebt. Die klingen ja köstlich. Die muss ich unbedingt mal probieren. Sie werden nicht enttäuscht sein. Sie sind voller Geschmack.
Ich mache mir immer Sorgen wegen Kreuzkontaminationen in Restaurants. Das ist eine berechtigte Sorge. Wir nehmen sie hier sehr ernst. Wie stellt man sicher, dass glutenfreie Gerichte sicher bleiben? Wir haben separate Kochutensilien und dafür vorgesehene Bereiche. Das ist beruhigend. Das macht Essen gehen viel einfacher. Ja, wir möchten, dass unsere Gäste ihre Mahlzeiten unbeschwert genießen können. Ich schätze Ihre Liebe zum Detail. Das macht einen Unterschied. Vielen Dank. Wir legen Wert auf ein positives kulinarisches Erlebnis. Haben Sie Feedback von Gästen mit besonderen Ernährungsbedürfnissen erhalten? Taf, viele haben ihre Dankbarkeit für unsere glutenfreien Optionen zum Ausdruck gebracht. Das ist wunderbar. Es zeigt, dass Sie Ihre Bedürfnisse erfüllen. Wir bemühen uns, unterschiedlichen Ernährungswünschen gerecht zu werden. Das kann ich verstehen. Das hebt dieses Restaurant von anderen ab. Vielen Dank. Inklusivität ist uns wichtig. Ich werde diesen Ort auf jeden Fall meinen Freunden empfehlen. Ich hoffe, es gefällt Ihnen genauso gut wie dir. Ich bin mir sicher, dass Sie das tun werden. Hier zu speisen ist ein Vergnügen. Lektion 9. Gemeinsam für einen guten Zweck. Ich habe über ein gemeinsames Projekt nachgedacht. Oh, erzählen Sie doch. Ich bin immer offen für neue Ideen. Ich glaube, es wird ein unterhaltsames und sinnvolles Projekt für uns beide werden. Das klingt spannend. Was für ein Projekt haben Sie im Sinn? Ich hatte die Idee eines Gemeinschaftsgartens. Davon könnten alle profitieren. Ein Gemeinschaftsgarten? Was für eine wunderbare Idee. Ja, es fördert gesunde Ernährung und bringt Menschen zusammen. Ich kann mir schon jetzt bunte Blumen und frisches Gemüse vorstellen. Genau. Außerdem wäre es eine tolle Möglichkeit, etwas über Gartenarbeit zu lernen. Ich wollte schon immer lernen, wie man sein eigenes Essen anbaut. Dieses Projekt wäre dafür perfekt. Wie stellen Sie sich die Gestaltung des Gartens vor? Wir könnten Gemeindemitglieder zur Teilnahme an der Planung einladen. Das ist eine geniale Idee. Jeder kann seine Ideen einbringen. Und wir könnten Workshops zu Gartentechniken veranstalten. Das finde ich super. Dadurch würden mehr Menschen in die Gemeinschaft eingebunden. Ja, wir könnten auch Kinder einbeziehen. Es würde ihnen Spaß machen. Zuruf. Kinder lieben es, sich die Hände im Dreck schmutzig zu machen. Ich kann mir das Gelächter und die Begeisterung schon vorstellen. Das wäre eine fantastische Möglichkeit, bleibende Erinnerungen zu schaffen. Außerdem könnten wir einen Teil der Ernte an örtliche Obdachlosenheime spenden. Das ist ein wunderbarer Gedanke. Er verleiht dem Ganzen eine bedeutungsvolle Note. Gemeinsam können wir einen positiven Beitrag für unsere Gemeinschaft leisten. Ich bin total begeistert von diesem Projekt. Wann geht es los? Lass uns ein Treffen vereinbaren, um die Details zu besprechen.
Lektion 10. Freizeitpräferenzen. Mir ist etwas Interessantes an den Freizeitaktivitäten der Menschen aufgefallen. Oh, was hast du denn beobachtet? Ich bin neugierig. Es scheint Leute zu geben, die lieber Filme schauen. Das stimmt. Filme können eine tolle Flucht aus der Realität sein. Genau. Manche Leute bevorzugen aber mehr körperliche Aktivitäten. Tja, Sport kann erfrischend und belebend sein. Ich frage mich, warum die Menschen so unterschiedliche Vorlieben haben. Vielleicht hängt es von den Persönlichkeitstypen ab. Das leuchtet ein. Manche genießen den Nervenkitzel der Bewegung. Und andere finden Freude am Geschichtenerzählen und an ihrer Fantasie. Ich kann beide Seiten verstehen. Ich genieße gute Filme. Tja, aber ich gehe auch sehr gerne joggen. Laufen hilft, den Kopf frei zu bekommen, nicht wahr? Absolut. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, Stress abzubauen. Dennoch gibt es Tage, an denen ich einfach nur mit Popcorn entspannen möchte. Wer liebt nicht einen gemütlichen Filmabend? Genau. Es geht wohl darum, die Balance zu finden. Tja, eine Mischung aus beiden Aktivitäten kann sehr erfüllend sein. Hast du in letzter Zeit gute Filme gesehen? Ich habe vor kurzem einen fantastischen Thriller gesehen. Er war total spannend. Thriller sind immer spannend. Ich bevorzuge allerdings Komödien. Komödien sind super, um herzhaft zu lachen. Sie lockern die Stimmung auf. Hättest du dieses Wochenende lieber Lust, einen Film anzusehen oder eine Wanderung zu machen? Ich würde eine Wanderung wählen. Die Natur ruft mich immer. Vielleicht schließe ich mich euch an. Frische Luft ist erfrischend. Es klingt nach einem Plan. Wir können uns austauschen und gleichzeitig die Natur genießen. Perfekt. Danach können wir uns einen Filmmarathon gönnen. Lektion 11. Korruption verstehen. Ich habe kürzlich von Beamten gelesen, die bestochen wurden. Das ist ein beunruhigendes Problem. Es untergräbt das Vertrauen in die Führung. In der Tat. Es ist erschreckend, wie viel Korruption es gibt. Ein weiteres Beispiel ist die Freilassung von Kriminellen aufgrund von Bestechungsgeldern. Genau. Das schafft einen gefährlichen Präzedenzfall in unserem Justizsystem. Man fragt sich, wie viele unschuldige Menschen betroffen sind. Das ist ein beängstigender Gedanke. Er hat tatsächlich Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft. Haben Sie schon einmal von berühmten Bestechungsfällen gehört? Ja, es gab einen bedeutenden Skandal um Politiker und Gelder. Diese Fälle offenbaren oft ein Netz aus Täuschung und Gier. Ja, das tun sie. Es ist erstaunlich, wie weit manche für Geld gehen. Und es ist ebenso überraschend, wie schnell Vertrauen verloren gehen kann. Genau. Ist das Vertrauen erst einmal gebrochen, lässt es sich nur schwer wiederherstellen. Für Führungskräfte ist es von entscheidender Bedeutung, integer zu handeln. Absolut.
Ethische Grundsätze sollten bei Entscheidungen im Vordergrund stehen. Ich glaube, dass Aufklärung über diese Themen unerlässlich ist. Ja, je mehr die Menschen verstehen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie Korruption akzeptieren. Haben Sie jemals Korruption aus erster Hand miterlebt? Zum Glück ist mir das nicht passiert, aber ich habe von Freunden Geschichten darüber gehört. Diese Geschichten können einem die Augen öffnen. Sie unterstreichen die Wichtigkeit von Wachsamkeit. In der Tat, wir müssen unsere Führungskräfte zur Rechenschaft ziehen. Und ermutigen Sie andere, sich gegen Fehlverhalten auszusprechen. Gemeinsam können wir eine Kultur der Ehrlichkeit und Transparenz fördern. Ich stimme vollkommen zu. Veränderung beginnt bei jedem Einzelnen von uns. Lasst uns weiterhin das Bewusstsein für diese Probleme schärfen. Lektion 12: Hausaufgaben gemeinsam erledigen. Heute Abend muss ich noch meine Englischhausaufgaben erledigen. Oh, was für Hausaufgaben. Wir lesen gerade ein Buch für den Unterricht. Das klingt interessant. Welches Buch liest du gerade? Es ist ein Klassiker der Literatur. Wir müssen heute Abend ein Kapitel daraus lesen. Klassiker haben oft so reichhaltige Themen. Worum geht es in diesem Buch? Es thematisiert Freundschaft und die Herausforderungen des Erwachsenwerdens. Diese Themen sind immer nachvollziehbar. In welchem Kapitel bist du gerade? Ich bin bei Kapitel 5. Es gibt einige interessante Entwicklungen. Das klingt spannend. Was passiert in diesem Kapitel? Die Hauptfigur steht vor einer schwierigen Entscheidung. Das stellt ihre Werte wirklich auf die Probe. Solche Entscheidungen können zu großartigen Diskussionen führen. Genau. Ich denke, das wird interessante Gespräche im Unterricht anregen. Hast du dir schon Notizen zu dem Kapitel gemacht? Noch nicht. Ich wollte das vorher mit jemandem besprechen. Ich helfe Ihnen gerne. Lassen Sie uns über die wichtigsten Punkte sprechen. Das wäre toll. Ich muss die Charaktere besser verstehen. Das Verständnis der Charaktere macht das Lesen viel angenehmer. Ja, es hilft mir, mich auf einer tieferen Ebene mit der Geschichte zu verbinden. Hast du bisher einen Lieblingscharakter? Ja, das tue ich. Ich mag den besten Freund der Hauptfigur wirklich sehr. Das ist interessant. Was gefällt Ihnen daran? Sie sind loyal und geben stets weise Ratschläge. Solche Freunde sind unbezahlbar. Sie machen die Reise lohnenswert. Da stimme ich zu. Ich wünschte, ich hätte so einen Freund im echten Leben. Na ja, du hast ja mich. Ich bin immer für dich da. Vielen Dank, das weiß ich zu schätzen. Lass uns die Hausaufgaben gemeinsam beenden. Lektion 13: Entwicklung einer Preisstrategie. Bei der Entwicklung unserer Preisstrategie müssen wir die lokale Kaufkraft berücksichtigen. Das ist ein ausgezeichneter Punkt. Den Markt zu verstehen ist unerlässlich. Genau. In verschiedenen Regionen herrschen unterschiedliche wirtschaftliche Bedingungen.
Haben wir irgendwelche Recherchen zur lokalen Demografie durchgeführt? Ja, das haben wir. Die Daten zeigen unterschiedliche Einkommensniveaus aus in den verschiedenen Regionen. Das sind wertvolle Informationen. Sie werden unsere Preisentscheidungen beeinflussen. Ich glaube, wir sollten auch die Preise der Konkurrenz analysieren. Hilf. Zu wissen, was andere verlangen, kann uns helfen, uns effektiv zu positionieren. Es ist wichtig, wettbewerbsfähig zu sein, ohne unser Produkt abzuwerten. Tef, wir wollen Qualität zu erschwinglichen Preisen anbieten. Wie wäre es mit gestaffelten Präsoptionen? Das könnte gut funktionieren. So können Kunden je nach Budget auswählen. Genau. Mit dieser Strategie lässt sich ein breiteres Publikum ansprechen. Haben Sie schon an Aktionsrabatte gedacht? Ja, habe ich. Zeitlich begrenzte Angebote können Dringlichkeit erzeugen und den Umsatz steigern. Das ist eine clevere Idee. Die Leute lieben Schnittchen. Darüber hinaus könnten wir Treueprogramme für Stammkunden anbieten. Das gefällt mir. Es animiert Kunden zur Wiederkehr und stärkt die Markentreue. Lassen Sie uns auch saisonale Preisanpassungen berücksichtigen. Tef, die Preise können während der Feiertage je nach Nachfrage schwanken. Ausgezeichnete Idee. Wir sollten flexibel sein, um den Gewinn zu maximieren. Ich glaube, wir sind mit dieser Strategie auf dem richtigen Weg. Da stimme ich zu. Die Zusammenarbeit war sehr produktiv. Lasst uns unseren Vorschlag finalisieren und ihn dem Team präsentieren. Ja, ich bin gespannt, wie Sie reagieren werden.